Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so ein Herz häkelt. Das kann man als Dekoration benutzen, zum Beispiel auf diesem Stock. Im Video erkläre ich, wie man das befestigt alles und kann man einfach einen Blumenstrauß reinstecken oder wenn mehrere häkelt ihr in eine Vase. Und diese kleine Herzen kann man auch als Schlüsselanhänger verschenken, auch zum Valentinstag oder zum Muttertag. Sieht auch schön aus. Die alle drei habe ich mit gleicher Anleitung gehäkelt, nur mit verschiedenen Garnen. Die zwei ist mit Cotton Cord 3 mm gehäkelt von Krobeck. Und ich habe dafür Häkelnadel Nummer 4 benutzt. Und das kleine Herz ist mit so einer Wolle von Yarnart Jeans gehäkelt. Und dafür habe ich 2,5 mm Häkelnadel benutzt. Also ihr könnt mit beliebiger Wolle oder Garn häkeln. Klar, je dünner Garn, je dünner Häkelnadel, desto kleiner Herz wird und umgekehrt. So, außerdem braucht man eine Wollnadel für zu vernähen, allerletzte Reihe, eine Maschenmarkierer, Schere und Füllstoff. Es ist in Bastelladen erhältlich für ein paar Euro. Einen Riesensack bekommt ihr. Also fangen wir an. Als erster Amigurumi-Ring und in diesem Ring 7 Festmaschen. Zählen Sie nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Stück ziehen. Ring schließt sich. Reihe Nummer 2. Jede Masche wird verdoppelt. Wir häkeln weiter in Spiralenrunden. Unter die 2 Faden eine Masche häkeln und diese erste Masche markieren. An die gleiche Stelle noch eine und so weiter. Jede Masche wird verdoppelt. Am Ende von Reihe Nummer 2 sind 14 Maschen. Reihe Nummer 3 und 4 werden einfach mit 14 Maschen gehäkelt. Jede Masche eine Festmasche häkeln. Die erste markieren und so weiter. 2 Reihen mit 14 Maschen. Am Ende von der Reihe Nummer 4 Maschenmarkierer wegmachen und in diese Masche einfach Masche durchziehen. Garn abschneiden. Ein Teil ist fertig. Jetzt brauchen wir noch so ein Teil, aber bei der zweiten Teil bitte Garn nicht abschneiden. Bei zweiten Teil ebenso hier allerletzte Masche ist eine Kettmasche. Die 2 Faden durchziehen. Bei der ersten Teil, diese Kettmasche, schauen Sie, hier war dieses Endstück. Ich habe ihn hier rein runtergezogen durch mehrere Maschen und einfach mit dem anderen Endstück verknotet. So, ist abgeschlossen. Und jetzt verbinden wir diese 2 Teile. Und zwar, hier sind 14 Maschen, hier sind 14 Maschen. Wir verbinden mit 2 Maschen hier zusammen
und es bleibt dann nur hier 12 und hier 12 dann. So, schauen Sie. Also rechte Seite zur rechten Seite zusammen. Hier war letzte Masche und wir suchen hier auch die allerletzte Masche. Schauen Sie, das war Kettmasche. Wir gehen auch unter diese zwei Faden bei der Kettmasche. Hier ziehen wir diese Masche, offene Masche durch. Und verbinden. Dann gehen wir in die nächste unter die zwei Faden hier und da. Schauen Sie, hier ist durchgezogen, dann gehen wir in die nächste. Hier. Und verbinden. So. Und weiter häkeln wir die zwei Teile zusammen und es sollte 24 Maschen sein. Ich fange hier an, also schauen Sie genau, da war verbunden, hier nächste, das ist die allererste Masche, ich häkle die und direkt markiere ich die. Das ist Masche Nummer 1. Und weiter häkle ich bis zu Ende von diesem Stück hier. Es soll 12 Maschen insgesamt sein. 12 Maschen habe ich fertig gehäkelt. Jetzt schauen Sie hier, verwechseln Sie nicht, dass noch eine letzte Masche, die war schon verbunden. Und diese Stelle ist auch verbunden. Also es ist ein bisschen Öffnung da. Das machen wir jetzt zusammen mit der allerersten Masche von diesem Teil. Ich gehe einfach hier unter einen Faden da rein und direkt hier bei der ersten Masche ziehe ich das durch diese und häkle eine feste Masche. Das ist die erste Masche von diesen 12. Also weiter geht's bis zu Ende. Insgesamt 12 Stück auf die Seite. Zählen Sie nach, es soll 24 Maschen sein. So, nächste Reihe, Reihe Nummer 6, werden erstmal Abnahme sein. Und zwar 4 Festmasche, dann Abnahme, also 5. und die 6. Masche häkelt man zusammen. Und am Ende von der Reihe Nummer 6 werden 20 Maschen bleiben. Maschenmarkierer ab. Nummer 1 markieren. Zwei, 3, 4. Abnahme. Hier einen Faden, dann hier einen Faden und zusammen. Dann weiter 4 Festmaschen. Und eine Abnahme. Und bis zu Ende 4 Festmasche, Abnahme. Zweimal noch. Reihe Nummer 7 häkelt man einfach weiter mit 20 Festmaschen ohne Abnahme. Und vergessen Sie nicht, die erste Masche immer markieren. Reihe Nummer 8. Hier machen wir Abnahme. 3 feste Maschen, Abnahme. 3 feste Maschen, Abnahme. Wie vorher, erste immer markieren. Eins, 2, 3 und eine Abnahme. Und bis zu Ende von dieser Reihe wiederholen Sie 3 Festmasche, eine Abnahme. Am Ende wird es 16 Maschen sein. Jetzt sind wir fast am Ende, noch 3 Reihen geblieben. Ich fülle ein bisschen Herz mit Füllstoff.
damit später wird das leichter. So. Also schauen Sie, wie voll, wie dick soll das sein. So. Und weiter geht's. Reihe Nummer 9, Abnahmen. Und zwar 2 feste Masche, eine Abnahme. Erste Masche markiere ich. 1, 2. Jetzt ein bisschen Vorsicht, nicht den Füllstoff mithäkeln. Und Abnahme. Und bis zu Ende von dieser Reihe. 2 Festmasche, eine Abnahme. Am Ende wird es 12 Maschen sein. Reihe Nummer 10. Eine Masche, eine Abnahme. Eine Masche, eine Abnahme. So, erste Masche. Und Abnahme. Am Ende von 10. Reihe werden 8 Maschen sein. Und die letzte Reihe Nummer 11 wird mit 4 mal Abnahme sein. So, wer mag auch mit so einer Halter, ich habe so einen Stock, also Schaschlikspieß, einen Knopf und mit Heißklebepistole ganz fest geklebt. So, jetzt rein, ein bisschen, dass der bis nach oben hier kommt, dann wird das noch mehr fester sitzen. So, und jetzt mit Füllstoff nochmal festfüllen das alles. Sieht das schon ganz gut aus. Und wie gesagt, jetzt machen wir 4 Abnahmen. Und aufpassen, dass der Stock richtig sitzen bleibt. So, und weiter. Insgesamt 4 Stück. Am Ende bleiben 4 Maschen da. Und jetzt schließen wir das ab. Ich lasse so ungefähr 15 cm Garn da. Jetzt rausziehen. Und in eine Wollnadel diese 4 Maschen zusammenziehen. Also in erste reinkommen und der eine Faden 2, 3 und die 4. Und jetzt vorsichtig, aber fest halten Sie hier das alles zusammenziehen. So, jetzt ist es wirklich fest. Und diese Ende irgendwo hier unterstechen und rausziehen. Dann hier am Ende einfach das abschneiden. Ein bisschen reinstecken. Und fertig. Schauen Sie, wie sieht das aus? Es ist ganz fest. Und kann man jetzt dekorieren. Und das war's. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir in Kommentare. Vielleicht habt ihr eine andere Idee, wie kann man diese Herz auch benutzen, dekorieren. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!